Im Westen sind die noch nicht alle aufgewacht. Das ist ein Kommentar aus der Community und wieso immer mehr Menschen die AfD wählen und besonders der Osten Deutschlands ganz großer Anteil AfD-Wähler ist, erfährst du hier in diesem Video. Zusätzlich, wieso Olaf Scholz eine Anzeige an der Backe hat, was absolut meiner Meinung nach gerechtfertigt ist, weil das, was die letzten Wochen, Monate passiert ist, ist eine absolute Sauerei. Nicht nur Sonderschulden werden gemacht, Sondervermögen, nein, Sonderschulden, sondern eben auch Wahlversprechungen werden weiter und weiter gebrochen bis nach Meppen. Wirklich heftig und wir wollen da jetzt reingehen. Schau dir das unbedingt an. Starten möchten wir mit Stimmen aus dem Volk. Schau dir das mal an. Die sind nicht geflüchtet. Wir haben bloß keine Lust, gegen die anderen zu kämpfen. Verarschen lassen wir uns hier in Osten nicht. Wir sind in der rechtesten Gemeinde in ganz Deutschland. Und wollen wissen, warum die Leute zu 57,4% für die AfD gestimmt haben. Was haben Sie gewählt? AfD. Und man kann doch nicht noch mehr Leute durchfüttern. Die machen nichts, bezahlen nicht mit ein, gar nicht. Das ist wie mit der Ukrainer, die herkommen. Eine Familie, 14.000 € im Monat, kriegen die für nichts mehr. Vom Staat? Vom Staat. Das können wir jetzt natürlich nicht nachprüfen. Aber ich weiß es. Jetzt haben sie ja aus Afghanistan die wieder alle reingeholt. Ja, mein sind auch Gott. alle wieder da. Sie sind ja nicht reingeholt worden, sondern hergeflüchtet. Naja, Geflüchtet. die haben sie abgeschoben Die gehabt haben und jetzt alle sind sie aber genug wieder da. Geld, die hierher gekommen sind. Die sind nicht geflüchtet. Die haben bloß keine Lust, gegen die anderen zu kämpfen. Was meinen Sie, die sind geflüchtet? Du meinst jetzt, dass die mit dem Flugzeug quasi auf deutsche Staatskosten, auf deutsche Steuerzahlerkosten nach Deutschland geflogen werden in einem Superflieger? Das ist was ganz anderes als Flucht. Schau dir das mal an. Deutschland gelandet. Die Smartwings-Maschine 4314 landete um Punkt 10 Uhr auf dem Berliner Flughafen. Gestartet war die Boeing 737 in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Nach Weltinformationen wurden mehr als 100 Afghanen nach Deutschland gebracht. Sie sind nach Einschätzung der Bundesregierung besonders gefährdet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen nur extrem wenige tatsächliche Ortskräfte darunter sein. Immer wieder gibt es Zweifel an der Identität eingeflogener Afghanen. Moment. Welche Fragen der Identität? Wisst ihr nicht, wen ihr da ins Land holt? Die Identität der Passagiere soll in einigen Fällen zweifelhaft oder sogar komplett ungeklärt sein. Also wie kann das sein, dass wir jetzt schon wieder nicht wissen, wer genau nach Deutschland kommt und wer sollte das jetzt kontrollieren? Also, was wir wissen, ist, dass 2 Ortskräfte an Bord waren. Und diese beiden Ortskräfte, einer hat gearbeitet für die Bundeswehr, einer für das Entwicklungsministerium. Die hatten ihre Familien dabei. Das heißt, das waren nochmal 13 Angehörige. Aber es waren ja insgesamt 132 Personen an Bord. Wer sind also die übrigen Menschen? Sie sind Teil des Bundesaufnahmeprogramms. Also sie konnten sich bewerben als Personen, die besonders gefährdet sind in Afghanistan aufgrund der Taliban-Herrschaft und haben dann einen mehrstufigen Sicherheitsprozess durchlaufen. NGOs hatten dann ihre Identitäten geprüft, hatten ihre Historie geprüft. Man kann sich da beispielsweise melden, wenn man verfolgt wird aufgrund seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung oder auch aufgrund seines Berufes. Und sie wurden dann ausgewählt. Allerdings gibt es da Kritik drüber, dass vieles da sehr intransparent abläuft. Da gibt es Berichte über gefälschte Pässe, über gefälschte Heiratsurkunden. Also es ist dann doch nicht ganz klar, wer da womöglich an Bord sitzt. Das sind diverse Stimmen, die sich da zumindest geäußert haben. Auch die Bundespolizeigewerkschaft gestern hat einen Brandbrief geschrieben an den Kanzler, hat gesagt, bitte canceln Sie diesen Flug. Moment. Die Polizeigewerkschaft schreibt einen Brandbrief, wahrscheinlich einen Wutbrief an den noch Bundeskanzler Olaf Scholz. Warum? Warum? Darauf werden wir jetzt gleich noch drauf eingehen. Das musst du dir reinziehen und deswegen ist auch eine Anzeige rausgegangen an den Olaf Scholz. Und da schauen wir auf jeden Fall weiter rein. Jetzt wollen wir aber nochmal zurück zu den Herrschaften aus Ostdeutschland. Es geht weiter. Fakten spielen keine Rolle, das interessiert auch keinen, aber die Leute werden bei Emotionen gepackt. Das schafft keine andere Partei in der Richtung. Kommen ja auch aus dem Osten. Das Gefühl von den Leuten ist immer noch, wir sind übernommen worden. Wen haben Sie gewählt? Ich? Grün. Die Altparteien, die eben jetzt so an der Macht sind, haben auch viel kaputt gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war es in der DDR viel besser geregelt. Die Preise steigen, die Löhne fallen. Wir haben jahrelang gearbeitet und eingezahlt. Man kann da bald gar nicht mehr einkaufen gehen. Das Obst wird teurer, das Gemüse wird teurer. Sind es hauptsächlich wirtschaftliche Probleme, warum man hier
der Gegend AfD wählt. Wahrscheinlich, denke ich mir doch. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Haben Sie die AfD gewählt? Nee. Können Sie sich erklären, warum hier der AfD-Anteil so wahnsinnig hoch ist? Ich denke, dass es keine Protestwähler mehr sind. Da besteht auch nie unbedingt ein Grundvertrauen oder eine Gewissheit, dass man das, was man sich erwirtschaftet hat, behalten kann, weil man schon Angst hat vor einem sozialen Abstieg. Gibt es etwas in Hohenstein speziell, was schief läuft? Dass wir keine Geschäfte haben. Wir brauchen einen Supermarkt. Ich bin ein Ukrainer hier in Hohenstein. Ich wohne hier schon fast 2 Jahre und ich freue mich, dass kann ich hier wohnen. Ich kenne schon viele Leute hier, alle sind freundlich. Auch arbeite ich in Neustadt in Sachsen. Dort Kollegen sind auch nett. Wir haben nicht gegen Ausländer, um Gottes Willen. Wir haben ja hier oben ein paar Schwarze hier praktisch gesehen. Die sind lieb und nett, kann man nicht gegen sagen. Aber manchmal hast du eben doch mal ein paar, die aus der Reihe hoppen. Wir im Osten haben an sich kein Problem, muss man sagen, wie es ist. Wo ich wohne, wir haben keinen großartigen Ausländeranteil. Das ist ganz gering. Ukrainer haben wir da, aber dort, wo ich wohne, haben wir nicht. Ist einfach so. Wir leben hier relativ sicher, aber die Menschen wünschen sich ja keine Zustände wie in westdeutschen Städten, sagen wir es mal so. So wie das jetzt im Moment ist, da geht's nicht weiter. Und wenn die denken, im Westen drüben, die müssen weiter die CDU wählen, dann müssen die andere Backe hinhalten. Und das machen die gerade dort drüben. Das merken die gar nicht, wie doof die sind. Heftige Worte noch von diesen ostdeutschen Menschen. Und ja, Respekt an den Ukrainer, wenn er 2 Jahre in Deutschland ist und so gut die Sprache spricht. Hut ab, auf jeden Fall Respekt. Wir wollen jetzt aber nochmal auf eine ganz kurze Statistik drauf eingehen. Pauschal bei Markus Lanz, was er dazu zu sagen hat in Bezug auf die Flüchtlingswellen und die Kriminalitätsstatistik. Wenn man sich die aktuelle Kriminalitätsstatistik anguckt, Hessen zum Beispiel, Frankfurt, jede zweite Straftat wird begangen von jemandem, der keinen deutschen Pass hat. Das ist deutschlandweit, glaube ich, Spitzenwert. Aber insgesamt Beteiligung derer, die keinen deutschen Pass haben, an der Kriminalitätsstatistik 35%, überproportional hoch. Das ist auch das, was die Kollegen vom Wall Street Journal vor einiger Zeit in einem sehr lesenswerten Stück mal zusammengetragen haben und sagten, das sind die 2 großen Themen in Deutschland, die diese deutsche Gesellschaft so zerreißen. Nämlich, dass du auf der einen Seite Rekordzuwanderung hast und gleichzeitig die Leute aber nicht in den Arbeitsmarkt kriegst, also Arbeitermangel hast. Und auf der anderen Seite treiben aber die Leute, die hinzukommen, die Kriminalitätsstatistik. Das ist Fakt. Ja, und es ist auch nicht rassistisch, das zu sagen. Das muss man einfach mal klar und deutlich aussprechen. Absolut heftig. Was ich nochmal betonen möchte, wie krass blöd denn das Ganze ist. Wie kann es sein, dass du irgendwelche Leute ohne Papiere mit einem Flugzeug nach Deutschland einfliegen kannst? Wenn ich als Mensch von Deutschland oder von der Türkei oder von egal wohin irgendwo hinreisen will, dann brauche ich auf jeden Fall, verdammte Axt, einen Ausweis, einen Reisepass, einen Personalausweis als Minimum. Alter, und die werden einfach hier hin und her chauffiert auf deutsche Staatskosten. Also das finde ich wirklich heftig. Und ich bin gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Wir möchten jetzt aber auf die Anzeige gegen Olaf Scholz mal reingehen. Schau dir das mal an. 132 Migranten per Charterflieger in Berlin gelandet. Anwalt zeigt Kanzler Scholz nach Afghanenflug an. Also, es ist schon wirklich heftig auf jeden Fall. Nach dem umstrittenen Charterflug von Islamabad nach Deutschland ist Strafanzeige gegen Bundeskanzler Olaf Scholz gestellt worden. Hier sieht man dann die Flüchtlinge quasi, wie sie mit einem Flugzeug nach Deutschland reingebracht werden. Eine Anwaltskanzlei aus Baden-Württemberg sieht in der Aufnahme der 132 Afghanen den Verdacht des Einschleusens von Ausländern sowie eine Gefährdung der Bevölkerung, wie aus dem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Berlin hervorgeht. Das ist ja klar, wenn man nicht weiß, wer da reinkommt. Das ist ja unglaublich. Es gibt keinerlei belastbare Rechtsgrundlagen, wonach diese Personen einfach so und noch dazu auf Kosten der Bundesrepublik nach Deutschland gebracht werden, heißt es darin. Zudem wird die Aufhebung der Immunität von Scholz gefordert. Die Strafanzeige sei am Mittwoch nach der Landung, also das war gestern, des Charterflugs bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt worden. Ja, hier sieht man dann also ganz ehrlich, so sieht das aus, wenn ich auch in Urlaub fliege. Mit Koffer und alles. Und unter den 132 Afghanen, die in Berlin angekommen sind, befand sich nur eine Ortskraft mit 5 Angehörigen. Der Jurist, der auf Straf- und Wirtschaftsrecht spezialisiert ist, erklärte
Ich möchte damit die Ermittlungen gegen Olaf Scholz anstoßen. Er hat eine Straftat im Amt begangen. Das Programm ist für andere Menschen gedacht, nicht für die, die in den Flieger saßen. So könnte man schließlich nicht mit den Steuergeldern umgehen. Unter den 132 Afghanen befanden sich in der gecharterten Boeing 737 nur eine sogenannte Ortskraft, die beim deutschen Afghanistan-Einsatz entweder der Bundeswehr oder auch anderen deutschen Institutionen geholfen hat, und 5 Angehörige. 25 weitere Flüchtlinge wurden kurzfristig von der Passagierliste gestrichen. In der Strafanzeige wird unter anderem auf einen Bildbericht über einen Brandbrief vom Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggerts an Olaf Scholz verwiesen, in dem dieser den Afghanenflug als hochriskant und unverantwortlich bezeichnet. Die Identität der Afghanen sei oftmals gefälscht, warnte Teggerts. Also das ist mal wieder ganz, ganz heftig, was hier Olaf Scholz und die aktuelle Bundesregierung fabriziert vor der Bundestagswahl. Alles wird gestrichen. Nein, wir holen nicht noch mehr Leute rein. Und die Menschen, die sind doch so dumm und glauben diesen Blödsinn. Und deswegen wähle ich jetzt die CDU oder die SPD. Jawohl. Und jetzt schau dir das mal an. Also wie dreist kann man denn eigentlich sein? Ich finde es heftig. Das Ganze ist natürlich nur zu Unterhaltungszwecken gedacht. Ich bin aber trotzdem gespannt auf deine Meinung. Lass mir deine Meinung dazu da in den Kommentaren. Spätestens jetzt einen Daumen nach oben. Und wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, einfach hier abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du immer up to date bleibst. Ich bedanke mich für deine Aktivität hier und wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Liebe Grüße, der Markus.